Hey Freunde, ich bin's Flo. Willkommen zum neuen Video. Wir sind heute in der Schweiz unterwegs, auf dem Weg zu Black Sheep. Heute steht das große Umbaugespräch an für Lucille. Ja, da sind wir auch schon gleich da. Ja, da sind wir. Grüß dich, servus. Na, Alles klar? ja, gleich rein. Hier gleich. Ja. So, heute haben wir ein großes Umbaugespräch für Lucille, ne? Schauen wir mal, was wir da für nette Sachen hinbauen können. Ich denke, wir haben ein paar Ideen, ja. Kriegen wir hin, ja. Erzähl mal, wie kann ich dir helfen? Ja, ich bräuchte eine Lösung fürs Heck. Und zwar, ich mache ja auch Content Creation, also Lost Places und so, auch um das wunderbare Auto hier. Und ich will auch später die Reisen dokumentieren eben, die ich dann damit machen will. Und da haben wir jetzt eben folgendes Problem, dass alles hier, oder ziemlich alles an Ausrüstung, da rein muss. Ja. Okay. Ja, Und was es da für Lösungen gibt. ich denke, da müssen wir mal zusammensitzen. Ja, wie man jetzt unten gesehen hat, das ist ja ein Haufen Zeug, was wir da mitnehmen müssen. Aber da kommen ja noch mehr Sachen dazu. Wie gesagt, wir haben ja Dach gehabt für den Heckausbau. Auf jeden Fall irgendwie so eine Art Akkukoffer mit rein. Nur für extra Stromversorgung. Eine Kühlbox eben. Und ja, was mir schon ziemlich gut gefällt, das ist dieses Kochsystem von Mokobo, diese Box. Da habe ich halt überlegt, wenn die Mokobo-Box da hinten rechts drin steht, dass man eventuell diese Gierschublade vielleicht ein bisschen schmaler macht oder nebenhin, weil auf zwei Ebenen, wenn man das jetzt baut, zum Beispiel jetzt unten die Gierschublade und die anderen Sachen dann oben drauf bauen, dass es dann wegen einer eventuellen Schlafmöglichkeit wahrscheinlich zu wenig Platz nach oben ist. Das heißt, du willst alles hier reinpacken, hier hinten rein, teilt auf zwei Schubladen. Das ganze Material, was du da hast, das wird eine ziemliche Herausforderung. Ja gut, weil das war jetzt halt schon ziemlich viel Material, was da lag, aber alles geht wahrscheinlich nicht immer mit. Ja. Das wird halt mal wechseln, ne? Ich brauche nicht immer das komplett Ausrüstung dabei. Ja. Aber du musst so flexibel wie möglich bleiben. Ne? Es ist halt wahrscheinlich sinnvoller, alles auf eine Lage, also auf eine Ebene reinzumachen, anstatt jetzt erst eine Schubladenebene und dann nochmal die anderen Sachen drauf. Das, Nee, das schon hab ich gemeint, eine kompakte Schubladenebene, weil du hast ja auch noch irgendwie Gepäck dabei, Kleider. ja, das muss ja auch noch irgendwo unter. Ja, genau. Und das, was du dann in Taschen dabei hast, kannst du immer noch oben drauf packen. Und wenn du jetzt sagst, okay, du willst innen drin schlafen, dann kannst du die Taschen immer noch nach vorne packen, auf dem Beifahrersitz. Trotzdem ist es sehr, sehr viel Material, was du hier unterbringen möchtest. Die Frage stellt sich halt vielmehr, soll die Rückbank drin bleiben oder nicht? Wenn ja, soll die immer verbaut bleiben oder kann die auch mal draußen sein? Weil sobald wir uns entscheiden, dass du die Rückbank rausnimmst, haben wir halt die Möglichkeit hier über seitliche Auszüge, über die Türen auch noch was zu gestalten. Dazu müssen wir logischerweise die Türen umbauen, so dass wir die dann auch weiter öffnen können. Ja, so längere Gurtfangbänder oder was, gell? Ja, die Türfangbänder, die dann knapp 90 Grad aufgehen und somit den Zugang zur Seite erleichtern. Oder? Dann hast du dann die Möglichkeit, die Kühlbox zum Beispiel seitlich zu montieren oder die Küchenbox unterzubringen. Da gibt es Dutzende Varianten. Meistens ist es so in der Realität, dass die Kühlbox schlussendlich das ausschlaggebende Teil ist, was dir die Höhe vorgibt, weil du halt einfach, sobald du irgendwie Gefrierkühler haben willst, kriegst du nichts unter 50 cm. Bauhöhe. Und ja, da habe ich geschaut, weil die Kombination, die war dann zu groß, also aus Gefrieren mit Kühlen. Ja. Tiefere Lösungen sind dann meistens Kühlschubladen. Diese wiederum, das ist die größte, was es gibt, hat 45 Liter Inhalt. Okay. Es hat die Frage, ob dir das ausreicht, wenn du nur gerade eine 0,5er Bierdose reinbringst in der Höhe. Das müsste man dann genau anschauen.
was da übrig bleibt. Du hast die Mokuba angesprochen. Mokuba ist ein super geiles Produkt, ein sehr hochwertiges Küchenmodul, in sich selber halt auch sehr schwer, sehr gut ausgestattet. Auch da müssen wir schauen, ob wir das noch unterbringen können. Ja, Flex, was ist los? Bist du nicht einverstanden? Und du hast angetönt, dieses Equipment soll in die Schubladen rein. Ja. Gleichzeitig hast du gesagt, nicht alles Equipment ist immer dabei. Das heißt, wir würden da wahrscheinlich mit Modulen arbeiten, wo wir auswechseln können. Ne? Ja, das wäre am sinnvollsten. Ja. Dann gleich in der Schublade drin zum Laden. Mit das wäre cool, ja, genau. Alles drum und dran, dass wir gleich über Energieketten das Ganze, jede Schublade hat eine eigene Stromversorgung. Das war eine coole Sache, ja. Dass man die Drohnen gleich Zugriff auf die Drohnen hat und alles drum und dran. Ja. Müssen wir schauen, dass wir da was Schönes planen können. Wie sieht es im Allgemeinen aus? Hinten, wenn jetzt alles verbaut ist, ist das ja kein Platz, um das Material herzurichten. Was wir noch als Möglichkeit haben, ist natürlich hier auf der Seite, vielleicht können wir da noch was machen. Ich denke, da hinten, wenn wir alles verbaut haben, hast du halt das Problem, dass du gar keine Arbeitsfläche hast, um dein Equipment aufzubauen. Müssen wir vielleicht schauen, ob wir hier im Seitenträgerbereich, die kennst du wahrscheinlich, hast du auch schon gesehen. Naja, mit den Kanister und mit allem. Molle oder Kanister. Oder Max-Tracks-Halter. Richtig, da gibt's, das ist ja alles modular aufgebaut und da können wir locker auch noch was Neues machen. Ich stelle mir jetzt da sowas vor wie so eine Art ein Offroad-Büro. Ja, das wäre geil, ja. So mit 2, 3 Handgriffen machst du das Ding auf, hast eine große Arbeitsfläche, wo du deine Drohne herrichten kannst. Das Ganze natürlich auch mit Ladesteckdosen, irgend sowas. Vielleicht etwas, das auch noch wenig überdacht ist, ne? Ein bisschen witterungsgeschützt oder mit integriertem Licht. Ja. Ja, das wäre geil. Ja. Ich denke, da kriegen wir noch ein bisschen was machen. Ja, ich denke, da kriegen wir was Schönes hin. Das ist wie gesagt, es ist egal, ob das links oder rechts verbaut wird. Das bauen wir dann so modular auf wie die restlichen Sachen. Von der Stabilität her müssen wir sowieso. Ja, was da auch noch cool wäre, wenn da so ein Art Tisch dabei ist, wenn man den irgendwie da abkoppeln könnte. Ja. Und was weiß ich, also was Schweden im Wald bin oder irgendwo, so im Lager, den dann ein bisschen weiter weg vom Auto und mit 2 Stühlen eben, für maximal 2 Personen. Ja, und von der Größe her, das gibt es ja von Scotty, diesen kleinen Steckgrill. Ja, dass man da vielleicht nur grillen kann und mit 2 Leuten an dem Tischchen dann nur essen kann. Ja, das Ganze freistehend. Ja, das wäre zum Arbeiten eventuell auch eine Lösung. Dass du nicht immer im Stehen arbeiten musst. Ich gehe mal davon aus, du wirst ja auch irgendwie noch fahrwerkstechnisch was machen. Ja. Reifen, Felgen und so weiter. Das heißt, das Fahrzeug kommt höher auf. Müssen wir sowieso ein bisschen schauen, wie wir das dann da lösen. Aber sicherlich kein Problem. Ja. Ja, das wäre eine coole Option. Ja. Dann können wir das Ganze ein bisschen nach außen verlagern. Das Arbeiten ums Fahrzeug herum wird dann dir ein bisschen erleichtert werden. Ne? Wie gesagt, hier die Geschichte mit den Türen, die gehen ja dann weiter auf mit den längeren Türfangbändern. Ja. Was wir zusätzlich noch machen werden, ist, wir sind aktuell gerade dran, dünnere Türverkleidungen herzustellen. Da sparen wir uns beidseitig gut 5 bis 7 cm an Volumen. Gerade bei der Zweisitzer-Version brauchst du die Türverkleidungen hinten gar nicht. Du kannst wesentlich mehr Laderaum rausholen und somit auch wieder mehr Platz schaffen für Schubladen und so weiter. Ja, dass man es gescheit rausziehen kann, ne? Genau. Auf so Schienen. Ja, richtig, ja. Wir haben auch da Kunden, die haben da auf der Seite Hundeboxen verbaut und die haben halt häufig auch eine integrierte Rampe oder Tritte oder was auch immer. Und dann ist es immer praktisch, wenn da mehr Platz vorhanden ist. Ne? Viel mehr können wir nicht umbauen, weil wir wissen, die Sitze müssen wieder rein. Da müssen wir ein bisschen schauen, da sind wir ein bisschen eingeschränkt. Beim Zweitplatz hätten wir da mehr Möglichkeiten. Da könnten wir hinten eigentlich die ganze Metallkonstruktion ausbauen, weil einfach viel zu viel Platz verschwendet wurde durch Ineos. Da können wir einerseits Gewicht aber auch Volumen sparen, indem wir das neu aufbauen. Beim 5-Sitzer sind wir ein bisschen eingeschränkt, weil halt die Sitzbank an den Originalpunkten befestigt werden muss. Ja, deshalb kann das Gitter nicht rausgehen oder das Gestell drunter. Ja, richtig, genau. Und die Batterien alle drin sind. Ansonsten würden wir locker alles, was elektronische Komponenten sind, auf eine Seite unterbringen können. Hätten den Vorteil, dass wir
das Volumen im Fußbereich vergrößern könnten und da zum Beispiel eine Kühlbox oder was mit größerer Bauhöhe integrieren. Aber es geht jetzt bei diesem Fahrzeug nicht ohne enormen Aufwand, wo sich dann irgendwann nicht mehr lohnt. Oder? Ja, mit Rückbank generell war ja noch skeptischer wegen, weil ich habe auch 2 Töchter, weil man dachte, mit denen vielleicht mal so Campingurlaub machen. Und dann habe ich sie gefragt, und dann gesagt, Papa, das ist nichts für uns. Nicht, ja, okay, gut, dann ist ja für uns dann so einfach. Eine andere Variante wäre natürlich noch gewesen, dass wir die Rückbank aufteilen in eine Zweier-Kombi oder eine Einer-Kombi. Das ist durchaus machbar, dass wir das auch TÜV-konform hinkriegen. Könnte man sonst mal noch im Hinterkopf behalten. Ja, falls da mal doch ein Notsitz noch. Ja, vielleicht ein Notsitz, ja, dann hat man 3 Leute und das reicht dann sowieso. Ja. Du hast jetzt angetönt, innen drin schlafen. Das ist ja immer so eine Sache. Ne? Wie komfortabel willst du da schlafen? Was hast du da? Ja gut, ein bisschen Matratze wäre schon schlechter weg zum Rücken und ja. Also nicht irgendeine billige Luftmatratze, okay. Das muss nicht sein. Ne? Gut, dann würde ich sagen, würde ich empfehlen, dann gehen wir auf unseren bewährten Partner, der uns die Matratzen jeweils nach Maß fertigt. Das ist die Firma Fanello, die ist ja aus der Schweiz. Kann dir da die verschiedensten Lösungen anbieten, vollflächig oder klappbar und so weiter. Und die haben ganz raffinierte Systeme, wie das Ganze dann zusammengeklappt wird. Ja. Das können wir mal in die ganze Planung mit integrieren. Ja. Da gibt es sicher eine Lösung. Ja. Vom Schlafen her haben wir ja nur die Länge von 1,90 Meter. Das ist ja das, gell. Also sind wir ein bisschen eingeschränkt. Ne? Du kannst zwar zwischen den Sitzen kannst du die Füße noch durchstrecken. Ja, mit dem Kopf dann nach hinten schlafen. Ja, musst du umgedreht schlafen. Das ist wahrscheinlich eher so Stays Camping oder wenn es mal eine Nacht in der Stadt sein soll oder so, ja, dass man halt nicht auffällt irgendwie. Ja. Okay, das heißt, du schläfst nicht immer im Auto? Nee. Wie gesagt, Dachzeit soll dann auch noch, aber es ist aber, wenn es mal bloß 2-3 Stunden ist, mal schnell ausruhen, dass man das halt nicht aufbauen muss. Ja. Gut, beim Dachzelt, hast du da schon irgendwelche Ideen? Was hast du dir da vorgestellt? Ja, vom Träger generell, also schon geschlossene Plattform wäre cool und auch wo über die Safari-Fenster geht. Ja. Nach Möglichkeit vielleicht, wo man die Elemente ausbauen kann, dass man die Safari-Fenster noch benutzen kann. Dann haben wir gedacht, vorne so eine coole Leitbar mit diesen runden Lichtern. Ja. Also so 4 bis 6 Stück oder 6 wären cool, wenn sie hinpassen. Ja. Mit richtig schön Dampf, ne, dass da was geht. Dachzelt war ich bei iCamper, dem X-Cover, das hat mir recht gut gefallen. Und ich hatte noch einen Favoriten und zwar, das war das ganz große da von Bushmaster. Aber da ist ja eben dieses Gewichtsproblem, ne, weil das ja glaube ich schon 127 Kilo wiegt allein, das ganz große. Ja, das gibt es viele. Ja. Wir haben viele Hersteller von sehr schweren Dachzelten. Ja. Leider haben wir halt wirklich das Problem, wir haben beim Ineos gerade mal 150 dynamische Last. Dynamische Last, das während der Fahrt. Während der Fahrt, nicht das, was während Gebrauch ist, ne, sondern dynamisch ist nur das, was während der Fahrt hat, an Gewicht draufkommt. Und gibt dann halt viele Verkäufer, die verkaufen dir jedes Dachzelt, die interessieren es gar nicht, wo das draufkommt, ist ja dann dein Problem sozusagen. Aber ganz wichtig, wir müssen auf das Gewicht achten. Das ist enorm wichtig, auch von der Sicherheit her, vom Fahrverhalten und so weiter. Versicherungstechnisch sehr wichtig, dass wir diese 150 Kilo nicht überschreiten, weil das gibt richtig Ärger. Somit fährst du mit dem iCamper sicher gut. Das ist auch ein Produkt, was wir ohne weiteres empfehlen können. Die Verlängerung nach vorne mit der Dachplattform, das haben wir ja schon mal umgesetzt, erst vor kurzem. Jetzt mit deiner Geschichte, wo du sagst, okay, du willst runde Scheinwerfer machen, das kann ich sicher gerne aufnehmen. Aktuell haben wir eine Lösung mit 2 LED-Bars. Grundlegend ist ja so zu sagen, alles, was wir hier oben an der Windschutzscheibe haben, selbst die Original-LED-Bar, die Ineos anbietet, die ist nicht zulässig im Straßenverkehr, das muss man wissen. Ja, das sind ja schon davon die 2 Zusatzscheinwerfer dann eben. Genau, richtig. Ja, insgesamt am Fahrzeug sind insgesamt 4 gleichzeitig leuchtende Zusatzscheinwerfer erlaubt und dadurch, dass Ineos die 2 vorderen schon mit integriert hat, ist eigentlich schon das Limit erreicht, was wir haben können. Somit alles, was wir oben am Dach haben, ist wirklich rein nur Offroad und rein nur Arbeitsscheinwerfer. Ja. Also können wir dir gerne auch 4 oder 6 von den Dingen raufpacken, aber bitte nicht 2. Das ist einfach nur, sieht nur aus wie ein Maus.
Viel, wen aufpasst. Ja. Richtig, ja, das kann durchaus was sein. Und wenn wir Runde haben, wo wir sagen, okay, wir können die Höhe nicht mehr groß berücksichtigen, dann würde ich aber auch sagen, dass wir dann die Plattform, das 4. Element, horizontal weiterziehen, weil die letzte Lösung, die wir gemacht haben, wir sind ja da optisch runtergegangen. Ja, haben wir gesehen, ja, genau. Ja. Ne, weil wir da auch extrem tief und windschnittig bleiben wollten. Aber jetzt in deinem Fall können wir sicher einfach ein weiteres Element machen mit 4 oder 6 runden Scheinwerfer nach vorne. Ne? Ja, und wegen Windgeräuschen, da kann man ja wahrscheinlich irgendwas so unten noch reinbauen. Das ist sowieso, das ist nie das Problem. Das ist immer ein Experimentieren. Wir können das theoretisch am Computer animieren. Also imitieren die ganze Aerodynamik. Das ist eigentlich so herausgestellt, dass in der Praxis es immer wieder anders ist. Also, das kannst du nur mit Probieren machen. Wir sind jetzt immer sehr gut gefahren mit den Erfahrungen, die wir haben. Das hat sich inzwischen bewährt. Wir wissen, was wir schauen müssen. Soweit kommen wir ganz gut damit zurecht. Ja. Da musst du jetzt eigentlich keine großen Sorgen machen. Dann hast du gesagt, okay, geschlossene Dachplattform. Du weißt, wir haben auch eine leichte Dachkonstruktion, wo wir nur Querträger haben, wo spezifisch wirklich für Dachzelte gemacht ist. Jedes Element ist dort 7 Kilo leichter. Wir können viel Gewicht sparen. Aber es hat wirklich nur gedacht, wenn die Dachzelte immer drauf sind. Wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche die geschlossene Plattform, um da irgendwie hochzugehen und das Ganze als Arbeitsplattform zu benutzen. Wie ja, fotografieren zum Beispiel. Ja, das genau, mache ich auch hin und wieder. Fotografen oder Jäger haben das auch sehr viel. Das ist auch, das Produkt ist auch bei Jägern sehr beliebt, weil die halt wirklich da hochgehen und von da aus zu mobilen Ansätzen aufbauen können. Ja. Richtig, genau auch so, dass du dich drauf bewegen kannst, so, dass du Angst hast, haben musst, dass du da irgendwie den Fuß verknackst. Ja. Und dann die Leiter, um auf die Plattform zu kommen, da wird es von uns dann noch bald was geben. Eine vernünftigere Lösung, die auch so ist, dass man auch gut hochkommt. So zu unten nur zum Runterklappen, oder? Richtig, okay. Genau. Das gibt dann eine Verlängerung. Ja, das ist auch cool. Ja. Ohne dass jetzt irgendein Böschungswinkel oder so negativ beeinflusst wird. Aber so, dass man die Leiter halt auch brauchen kann und nicht gleich irgendwelche Yogastunden braucht, um da hochzukommen. Ja. Dann würde ich dir natürlich vorschlagen, unsere Rockslider, Trittbretter, ja, genau, das hat sich bewährt. Die klappbare Seilwindenabdeckung wäre noch was ich dir sicher empfehlen kann. Innenfenster haben wir Innenmolle, wo wir aktuell gerade mit Deltabags zusammenarbeiten. Mit denen entwickeln wir zusammen jetzt ganz neue Molletaschen. Speziell für unsere Gitter. Ja, das ist auch super, weil da kann man ja zum Beispiel, was weiß ich, Ersatzwäsche oder so Badtäschle oder die individuell packen, dass man da auch schon mal einen Haufen Gear und Gepäck unterkriegt. Ja, das ist ganz cool. Ja. Gerade mit Deltabags haben wir natürlich einen Produzenten, der produziert in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Qualitätsniveau. Das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen zuverlässigen Partner mit einer guten Qualität. So soll es sein. Ja. Der hat jetzt übrigens auch Sitzbezüge, ganz neue Sitzbezüge für den Ineos. Wird er da rausbringen. Da sind wir sehr gespannt, weil das ist eine Mischung aus Cordura-Stoff und mittlere Einlagen aus Alcantara. Sieht sehr vielversprechend aus. Da bin ich auch gespannt. Da sind wir auch Da warten wir auch gespannt drauf, was da noch kommt. Ja. Und da wird es dann diverse Lösungen geben. Wir werden sogar Taschen haben, die wir außen an die Außenmolle befestigen können. Okay. Das sind so diese LKW-Planenstoff, oder? Dass es halt dann auch wasserdicht und strapazierfähig ist. Gell? Dann Taschen für hinten ans Reserverad, wo du halt Brennholz reinpacken kannst oder Müll oder was auch immer. Ne? Das sind alles solches Zubehör, was jetzt Step by Step kommt, wo wir uns halt wirklich sehr ausführlich informieren und die guten bewährten Partner halt aussuchen und mit denen zusammenarbeiten. Es hat keinen Sinn, dass wir selber anfangen, Taschen zu nähen. Da greifen wir auf Partner zu, die die gleiche Qualität in einem anderen Segment anbieten können. Ja. Und auch gerade das Modulare bei allem, das ist ja auch gerade das Coole jetzt, wenn ich das Offroad-Büro jetzt dann mal nicht brauche zum Beispiel und sage, ja, jetzt fahre ich bloß so für mich mal weg, ohne was zu arbeiten. Jetzt nehme ich mehr Sprit mit, jetzt nehme ich mehr Wasser mit oder jetzt hängen wir da die Max-Track-Sports hin oder sonst was eben. Ja, das ist ja dann auch ein cooles Genau, richtig. Ja. Also wie gesagt, das ist nicht nur untere Seitenwolle, das ist nicht nur einfach ein optisches Accessoire, sondern es ist richtig massiv gebaut. Also wir bauen ja die
senkrechten Träger sind aus Edelstahl gefertigt, die greifen oben ja ans Rohr. Das heißt, Kräfte werden wieder direkt in die Statik vom Fahrzeug integriert. Wir haben ja auch eine Lösung, wo wir sogar zwei Bundeswehrkanister montieren können. Und da haben wir halt locker mal 60 Kilo auf der Seite. Ja, das ist dann schon was. Ja. Und das ist Gewicht, das abgefangen werden muss. Und das kannst du halt mit irgendeinem billigen Klump kriegst du das nicht hin. Selbst da, wir geben das für 60 Kilo frei. Gebaut ist also mit 4 bis 5-facher Sicherheit. Okay. Auch bei der Dachplattform. Ne? Wir haben vorher das angesprochen, wir haben 150 Kilo Dachlast. Wir können aber da gut, von meiner Seite kann ich sagen, hey, wir kriegen locker 500, 600, 700 Kilo, kann ich auf das Dach packen. Okay. Unser Material hält, so wie wir das berechnet haben. Wir sind da weit drüben mit den Industriestandards, mit denen wir arbeiten, sind wir immer auf der ganz entspannten Seite. Ja, Unterfahrschutzplatten werden wir. Ach, die Skidplates, genau. Ja, die haben wir jetzt gerade in Produktion. Da sollten wir dann vielleicht noch 2-3 Wochen. Die ersten Prototypen haben wir verbaut. Ist dann da auch diese Kardanwelle, ne? Ist dann die auch komplett geschützt? Ja, da haben wir jetzt, wir haben jetzt gerade, was aktuell jetzt ein bisschen zeitversetzt kommt, sind die Differentiale. Da sind wir richtig massiv dran. Wir werden vorne wie auch hinten die beiden Original-Unterfahrschutzplatten, die werden wir neu anbieten. Die vordere wird alleine 2x6 mm sein, also die wird 12 mm Aluminium sein. Wir werden mit dem neuen Design einen besseren Böschungswinkel erreichen können vorne und gleichzeitig auch den Lenkungsdämpfer geschützt haben. Hinten werden wir die Unterfahrschutzplatte in 10 mm Aluminium machen, 8 oder 10, das kommt noch raus. Und da werden wir schauen, dass wir das Handicap, was die bestehende Unterfahrschutzplatte heute hat, dass sie wie die geht so ziemlich weit runter. So wie eine Schaufel, oder? Die nimmt dann immer den ganzen Dreck mit, wenn du da im Sand wühlst. Das werden wir beheben, das werden wir auch ein bisschen intelligenter gestalten. Ja. Dann die bereits erwähnten Unterfahrschutzplatten, die sind halt für Motorgetriebe, Verteilergetriebe haben wir Schutzplatten. Im Bereich von der Treibstoffpumpe. Okay. Die wird geschützt werden. Das sind aber alle Stellen, wo du aktuell nicht mit viel Gewicht, oder das heißt nicht mit dickem Material arbeiten musst, weil das Fahrzeug selber ist eigentlich so gut gebaut, dass die ganzen heiklen Komponenten gut geschützt sind. Das sind von denen, die ich jetzt erwähnt habe. Und da ist der Schutz, gerade bei den höher liegenden Teilen, ist der Schutz im Prinzip notwendig für allgemein, wenn du durch den Wald fährst, wenn du Äste und sowas hast, wenn sich das verheddert. Ne? Und somit können wir dort ganz gut mal richtig Gewicht sparen. Da können wir auch mal einfach nur mit 4 mm arbeiten, wo es dann halt nur darum geht, irgendwelche Äste abzureißen und nicht darum geht, irgendwie fette Einschläge von großen Brocken zu verhindern. Ne? Beleuchtung, denke ich, vielleicht noch ein Thema, Arbeitsscheinwerfer. Ja, stimmt, ja. Seitlich rum, ja. Haben wir jetzt ja gerade erst für die Plattform, für unsere Plattformen also auf so Andockteile entwickelt, so 45 Grad Lichter, die nach unten leuchten. Die kommen fix fertig mit 2 Schrauben, die kannst du in die Airline-Schienen packen, oben in die Dachplattform gleich einstecken und dann ist das Ding einsatzbereit. Ne? Und die erste rechte Box ist ja für die vordere Leitbar und die hocken ja alle auf einem Schalter. Ja, richtig, genau. Das ist ja dieses Handicap, das wissen ja viele Leute noch nicht. Ist ein bisschen enttäuschend, wenn du 4 Schalter dazu bestellst und dann merkst, dass nur 2 Schalter für uns Dach gedacht sind. Ja, das ist richtig. Ja, die anderen 2 Schalter, die sind dann einfach leer da. Oder? Nee, der eine Schalter ist hier vorne im Motorraum, Fußraum, Ach, da geht auch noch was runter, stimmt, das habe ich gehört. Da unten hast du ein Ding und der andere ist hier vorne am Bremskraftverstärker im Motorraum, ist der zweite Strang. Nett gemeint, aber was wir brauchen in erster Linie ist, hier am Dach brauchen wir Licht und diese 3 zusammenhängen, das ist doof. Wir werden hier einen Umbausatz schon bald anbieten können, kleiner Kabelbaum, der das dann so regelt, dass wir hier über 3 Schalter auch diese 3... Das aufsplitten praktisch, ne? Genau.
Ja gut, der wo da runterkommt, da könnte man praktisch eigentlich noch Kabel weiterpflegen und dann Sitz wieder neu und vielleicht noch so einen Kompressor damit ansteuern eventuell. Könnte man machen, ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Kompressor ist klar, würde ich bei dir jetzt auch empfehlen. Vielleicht auch schon verreifen und eben, ja, wie gesagt, wenn es mit der Roadshower auch. Ja, genau, Roadshower, das haben wir ja mal noch angesprochen, genau. Roadshower ist immer eine gute Sache, die funktioniert ganz einfach, brauchst keinen Strom, packst da Wasser rein, 43 Liter Wasser gehen da rein, machst Druckluft rein, 3 Bar, hochpumpen und du hast super guten... Ja, das wäre im Kompressor auch praktisch, ja. Genau. Und generell ist das Ding auch cool, da kannst du ja, was weiß ich, die Dreckschuhe abwischen, Hände waschen oder ja, komplett duschen. Plus es wird durch die Sonne erwärmt, oder? Ja, das kommt ja noch dazu, das gibt es ja cool, gratis oben drauf, oder? Beim Kompressor ist es so, du kriegst ja aktuell, die besten Kompressoren sind nach wie vor die von ARB. Gibt es ein oder zwei Kolbenkompressor. Der ein Kolbenkompressor, der geht vorne rein unter dem Sitz. Da haben wir auch schon bereits Adapterplatten gemacht, wo da reinpassen. Den ein Kolbenkompressor kann ich dir aber ehrlich gesagt nicht empfehlen, ohne dass wir nicht noch einen Druckbehälter dazu verbauen würden. Wieder hat zu wenig Reserve. Ne? Richtig, genau. Der wird ziemlich schnell überhitzen und abstellen. Der geht nicht kaputt, aber es hat einfach, du kommst nicht voran. Ja. Somit 2 Kolbenkompressor ist eigentlich das Ding der Wahl. Haben wir hinten im rechten hinteren Bereich haben wir eine Basisplatte entwickelt, wo dieser Kompressor rankommt. Das können wir hinten da montieren, ohne dass wir da Löcher bohren müssen oder was. Sehr simpel verbaut. Ja gut, wie gesagt, die Kompressorlösung, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. So eine Clever Shade Markise, das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Also nicht so ganz lange, aber auch nicht die ganz kurze, sondern so ja, dieses Zwischenmodell, die Zwischenlänge. 3,5 Meter, 4 Meter, ja, oder sowas. Ja. 270. Ne? Ja, bis ans Eck, ja genau. Die hast du ja mal gesehen, in Bad Kissingen hast du die genau letzten Jahr. Freitragend, brauchst keine Stützen, ne? Hält einwandfrei. Das ist perfekt, schnell aufgebaut. So links, rechts verbauen. Solarmäßig, ja gut, diese CTEK-Lösung zwischen den Batterien. Solare Erweiterung. Ja. Jetzt ist halt die Frage, ob man eine kleine Platte fest oben wo drauf kriegt oder ob man mit diesen klappbaren Sachen arbeiten soll. Oder eine Kombi aus beiden. Ne? Die kleine bringt soweit gar nichts. Du kannst davon ausgehen, dass du unter 100 Wattstunden, das bringt es gar nicht. Machst du besser, du arbeitest besser mit Solarkoffern, bist du flexibler, kannst du eher was... mit dem man sich dann so, die man auch dann ausrichten kann im Camp, wo man so aufstellt. Die stellst du halt wirklich in die Sonne, das heißt, die sind schon mal wesentlich effizienter. Ja, okay. Wenn du die oben aufs Dach rauf pappst, würde ja bedeuten, dass du das Fahrzeug immer direkt in die Sonne stellen. Ja, dann bist du an die Position gebunden. Dann, genau. Ja, genau. Du willst ja möglichst das Ding am schattigen Platz haben, das Fahrzeug, und das Pedal möglichst in der Sonne. Das von dem her gesehen, Solartaschen haben sich bewährt, absolut. Ich denke so als letztes, was noch interessant wäre, gut, man kann ja die Max-Tracks ja seitlich auch hinmachen, ne? So auf dem Dach, so eine Halterung, wo man die halt so aufstecken kann. Ja, klar. Das wäre ganz cool. Das ist ja die Dachplattform mit den Airline-Schienen. Wir verbauen ja die gleichen Airline-Schienen, wie sie am Fahrzeug auf der Seite schon dran sind. Somit hast du sowieso alle Möglichkeiten. Also wir können dir die Max-Tracks quer oder längs oder wie auch immer draufpacken. Wir haben ja die ganze Kollektion von Max-Tracks Produkten hier, alle Farben, können wir da mal gemeinsam durchgehen. Wenn ein Fahrzeug soweit ist, können wir da mal hinhalten, was am besten ausschaut. Ich denke sowieso, das Ganze wird das wird sich entwickeln während dem Bau. Alles bis ins letzte Detail zu besprechen, macht fast keinen Sinn. Ja, und meistens, was sich bewährt, sieht man dann ja meistens immer erst unterwegs. Ja, das ist genau. Aber wie gesagt, die allermeisten Produkte von uns sind ja modular aufgebaut. Das heißt, du kannst jederzeit ergänzen, umbauen, erweitern. Ja, das ist ja das Geile. Ja. Haben wir soweit mal alles durchbesprochen. Ich kann mich von meiner Seite her mal an die Arbeit machen. Ich denke, das wird ein interessantes Projekt. 2, 3 knifflige Herausforderungen, aber für das sind wir da. Ne? Alles andere, das Einfache können auch andere. Ne? Ja, genau. Kriegen wir hin. Ja, cool. Wie gesagt, dann vielen Dank für die Beratung. Dann lassen wir uns mal überraschen, was noch so alles kommt. Würde man sagen, ja. Dann machen wir ein paar Vorschläge und wir
Wir sehen uns wieder, ja. Wir kommen wieder, keine Frage. Alles klar. Dankeschön. Ne? Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bis gell? dann. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war super informativ für euch. Hat euch gefallen? Über Daumen hoch und ein Abo würde mich freuen. Und noch was in eigener Sache, weil es dann noch ein bisschen ruhig zugeht. Ihr dürft noch gerne auf den anderen Kanälen folgen. Ich weiß nicht, ne? Dürft ihr Insta, Facebook und TikTok. Dürft ihr auch mal vorbeikommen, ein bisschen Liebe da lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.